bunter Farben und Naturschauspielen. Überall sind wir von einem goldenen Gelb umgeben. Kürbisse über Kürbisse begegnen uns an jedem Wegesrand und laden uns ein auf eine kulinarische Reise in die Küche von Fein Fein Schmeckt's. Aus diesen goldgelben Farben kochen wir heute eine wundervoll wärmende Herbstsuppe. Herrlich lecker! Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's, dem sympathischen Kochkanal auf YouTube. Mein Name ist Joanna und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, es ist draußen schon wieder recht ungemütlich geworden. Der Herbst steht vor der Tür, beziehungsweise er ist ja schon längst da. Und man schaut, ob die Heizung läuft. Man sucht die Kuscheldecke und die Kuschelsocken. Und es ist irgendwie innerlich so kalt. Und dann brauchen wir etwas, was uns von innen durchwärmt. Und das ist eine leckere Kürbissuppe. Überall, wo man jetzt geht und steht, sieht man die Kürbisse. Und wir machen uns da jetzt eine leckere Suppe draus. Und ich zeige euch gleich die Zutaten und wie es funktioniert. Also bleibt dran, bis gleich. Dann nehme ich halt das. Stefan, vielleicht bitte. Da bin ich wieder. Und die Zutaten für unsere leckere Hokkaido-Kürbissuppe habe ich hier schon mal vorbereitet. Natürlich brauchen wir in erster Linie einen Hokkaido-Kürbis. Der hat hier ungefähr 800 Gramm und man sieht ja im Moment überall Kürbisse. Kleine Kürbisse, große Kürbisse, dunkle orange Kürbisse, hellorange Kürbisse, gelbe Kürbisse, grüne Kürbisse, alle möglichen Farben. Und sehr bunt und hübsch und nett angemalt, zum Beispiel wie meiner hier. Dem müssen wir dann irgendwie noch einen Namen geben. Habt ihr vielleicht eine Idee? Wie können wir den nennen? Das ist ein Hokkaido-Mädchen. Die ist doch wirklich sehr nett. Die kommt dann und bleibt dann hier auf jeden Fall in der Deko. Ja, diesen hier werden wir verarbeiten. Auf diese 800 Gramm Hokkaido brauchen wir dann noch zusätzlich circa 2 kleine Mohrrüben. Dann habe ich noch ein paar Kürbiskerne für später. Die brauchen wir dann zur Deko auf die Suppe drauf. Und ein paar Gewürze, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein wenig Muskatnuss. Ein bisschen Kürbiskernöl, Butter zum Anbraten für die Zwiebel auch und den Kürbis später und ein bisschen Sahne zum Verfeinern für die Suppe. Und dann fehlt ja irgendwas noch. Ich brauche ja noch Kartoffeln. Ich brauche 1, 2, 3, 4 Stück. Genau, die brauchen wir auch noch. Tja, und dann können wir schon mal loslegen. Und zwar werden wir jetzt die Kartoffeln schälen, in kleine Stücke schneiden und auch den Hokkaido-Kürbis klein schneiden und die Zwiebel. Ja, und dann haben wir soweit schon alles vorbereitet. Die Möhren natürlich auch, ein bisschen waschen, abschälen, klein schneiden, sodass wir alles in einem Topf anbraten können. Ja, und dann kann es schon fast losgehen. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. Getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. Aua, Mann, jetzt habe ich mir voll in die Hand geschnitten. Aua!
jetzt haben wir dann alles soweit fertig geschnippelt und ich habe mich auch geschnippelt. Ich habe mich nämlich ganz schön verletzt beim Schneiden, denn der Hokkaido ist so hart, passt da bloß auf und nehmt auch natürlich, klar braucht man ein scharfes Messer, aber nicht unbedingt in die Hand schneiden, so wie ich eben. Es hat ganz schön wehgetan und ja, und die Hände sind auch ganz gelb, aber das macht ja gar nichts. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, Spaß in der Küche, Spaß beim Kochen und mit Liebe und Genuss zu kochen. Das schmeckt dann nämlich auch die Familie und die Freunde, je nachdem, für die man kocht. Ja, jetzt legen wir dann erstmal los und zwar habe ich jetzt den Topf schon mal ein bisschen heiß gemacht. Da werden wir jetzt die Butter erhitzen und dann unseren Kürbis, Kartoffeln, Möhren und Zwiebeln ein bisschen anschwitzen zuerst. Nicht zu sehr, nicht zu scharf, dass es nicht verbrennt, nur ein bisschen glasig. Und dann müssen wir es mit Wasser auffüllen, unser Gemüse, ein bisschen drüber über den Stand jetzt hier von dem Gemüse. Nicht zu viel Wasser und auch nicht zu wenig. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer und Muskatnuss hineinreiben und dann lassen wir das Ganze ca. 20 Minuten weich kochen. Getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. So, unsere Suppe hat jetzt 20 Minuten gekocht, alles ist schön weich und jetzt müssen wir es genau mit einem Pürierstab noch richtig schön zerkleinern. Show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Jetzt sieht man es hier von der Konsistenz her, ist es halt schön dick. Es sind noch ein paar Stückchen drin, also wir müssen schon noch ein bisschen weiter pürieren. Aber ich würde es jetzt erstmal abschmecken, weil dann kommt noch ein bisschen Gewürz dazu. Vielleicht fehlt noch ein bisschen mehr Muskat rein. Brauche ich erstmal einen Löffel. Es muss noch ein bisschen mehr Salz, ein bisschen Muskatnuss noch dran. Und dann auch noch die Sahne zum Verfeinern. Ihr müsst halt entscheiden, wie es euch halt passt. Ich finde es immer, wenn es ein bisschen dicker ist, besser. Man kann auch natürlich jetzt noch ein bisschen Wasser drauf geben, dass es dünner wird, die Suppe. Aber ich mag sie schon so, wie sie jetzt genau ist. Super, jetzt passt's. Ja, wunderbar. Jetzt ist unsere Kürbissuppe auch schon fertig und wir können sie servieren. Ja, das mit dem Abschmecken, das müsst ihr einfach für euch selbst entscheiden, wie ihr es am liebsten mögt. Der eine mag es ein bisschen salziger, der andere ein bisschen süßer. Ich mag zum Beispiel mehr Muskatnuss. Das ist ein sehr dominantes Gewürz, mag ich sehr gern. Darum mache ich immer ein bisschen mehr davon rein. Ja, und so können wir jetzt dann unsere Suppe schon anrichten auf dem Teller. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken. So, und voilà, fertig ist unsere leckere Hokkaido-Kürbissuppe angerichtet auf dem Teller. Und das schaut doch wirklich klasse aus, oder? Der Kontrast auch von dem schwarzen Teller zu dieser schönen gelb-orangen Farbe von der Kürbissuppe. Herrlich. Und die schmeckt klasse. Und ihr habt ja gesehen, wie ich sie angerichtet habe. Auch noch mit etwas Kürbiskernöl, ein paar Kürbiskerne, ein bisschen Pfeffer noch drüber. Schaut super aus und schmeckt. Und ihr könnt da natürlich auch noch gerne ein Baguette dazu reichen oder sie einfach so genießen, wie ihr möchtet. Ja, habt ihr euch denn vielleicht schon was überlegt? Wie taufen wir denn jetzt unsere kleine Hokkaido-Dame? Also das wäre doch wirklich ganz lieb, wenn ihr da einen Namen hättet, dann schreibt ihn doch in die Kommentare. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart und zugeschaut habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal abonniert und das Glöckchen aktiviert, dann heißt es immer wieder Sonntag kommt die Erinnerung.
Dann sehen wir uns immer um 20 Uhr zu einem neuen Rezept. Bis dahin wünsche ich euch wieder eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen. Ich freue mich auf euch. Eure Joanna aus der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Macht's gut. Ciao, ciao.